Nächstes Heimspiel, Bergamo ist zu Gast, die sind 9. Wir weiterhin Tabellenführer, obwohl wir das letzte Spiel halt auch wieder nicht gewonnen haben. Unentschieden gegen den AC Mailand. Ganz knappe Geschichte und Bergamo, die legen gleich mal los wie die Feuerwehr. Und sie schon mal die gelbe Karte ab durch Ndombele. Die haben auch vorne Ajorg unter anderem, die haben eine gute Truppe zusammen. Die Namen, die lesen sich auf jeden Fall nicht schlecht, spielen auch mit einer Dreierkette. Und nach wie vor irgendwie so ein bisschen auf der Suche nach so ein bisschen Stabilität wenigstens. So ein bisschen Konstante schon wieder. Das muss wieder gelb geben. Diesmal kriegt Ademola Lookman. Also 5 Minuten schon 2 gelbe Karten. Die Jungs wollen es heute wissen. Die haben irgendeinen Auftrag bekommen. Wir haben nicht mal 3 Minuten gespielt, schon 2 gelbe Karten. Naja, soll es halt auch geben. Wir aber wieder mit der vollen Garde, mit der vollen Kapelle. Also mit Lukaku, mit einem fitten Lukaku vorne, der uns ja fast noch den Siegtreffer beschenkt hätte. Ja, und Bergamo mal gucken, was sie machen. Wenn die so loslegen wie in den ersten Minuten, sich immer eine gelbe Karte abholen, dann haben wir wirklich einiges an Arbeit hier, was auf uns zukommen wird. Gosens, Alvarez, das ist kein Abseits. Schnell gespielt, und da ist er auch schon. 0-1. Robin Gosens. Und da gucken wir wieder blöd aus der Wäsche. Geht uns momentan irgendwie ein bisschen zu schnell. Teilweise auch in vielen Lagen. Hier standen wir eigentlich gut, aber dann auch irgendwie doch nicht. Werden hin und her gejagt. Und am Ende ist es dann nicht Gosens, sondern Alvarez. Unter anderem auch mit vorne. Dann Ederson, Gosens auch noch mit dabei. Also wie gesagt, Bergamo, die sind auch nicht so schlecht aufgestellt. Aber, wie gesagt, unser Bild, was wir in letzter Zeit abliefern, das werden wir halt nicht rausbekommen. Da kann ich mich auch noch 5-mal wiederholen in jedem Spiel. Wir werden irgendwie diese konstant selten reinbekommen, wenn er nur in wenigen Momenten und auch mal nur 2-3 Spiele hintereinander, eventuell. Obwohl wir halt auch die Spieler dazu haben und auch die Lücken und auch die Chancen. Und wir machen auch die Tore, holen den Ball aus der Luft. Und Lukaku ist doch da. Und es geht ja auch bei uns vorne. Mit den 3 Leuten vorne habt ihr gerade gesehen, Chiesa zieht 2 Leute, Lukaku ist in der Mitte frei. Und dass der weiß, wo das Tor steht, ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr ganz so unbekannt. Und dann steht es 1-1. Bergamo war doch auch die Truppe, die uns im Hinspiel, in der Hinrunde, glaube ich, nach 3 Minuten oder so schon ein Tor eingeschenkt hat. Da ging es doch auch direkt vom Anschluss weg. Und so geht das hier irgendwie auch. Wird ein schönes Spiel. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr torreich. Achtung, Ajorg. Nächste Chance, der Kopfball. Und erstmal geklärt. Gespielt sind nicht mal 15 Minuten. Das wird auf jeden Fall ein rassiges Spiel. So, 3 Mann vorne und ab. Und Davis und gib ihm. Und die Linie entlang. Jawohl. Oben kommt er wieder an mit Ansage. Jawohl. Und zur Mitte. Und irgendeiner muss sich fallen lassen. Lukaku zum Beispiel. Und da musste das natürlich auch viel, viel anders ausspielen. Und die aber genauso. Die haben auch 3 Mann vorne. Das geht auch richtig schnell. Das ist ein richtig schönes Spiel. Wenig Pausen, auch wenn wir die mal bräuchten. Okay, haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt. Auch wenn wir die Pausen sicherlich mal brauchen würden. Werden wir die aber so schnell nicht mehr bekommen, glaube ich. Ndika. Vor allem nicht in dem Spiel, weil die auch direkt vorne drauf gehen. 3 Mann. Wir haben aber, glaube ich, über die Außen ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Mit Davis unter anderem. Da ist er. Speedy Gonzales und Lukaku. Lässt er sich wieder fallen. Diesmal ein bisschen besser. Ja. Aber dann noch leider zu unplatziert. Egal, weiter geht's. Nächste Chance folgt zugleich. Talisca und Chiesa. Bellissimo. Und das sind wir halt auch. Wir hauen dann auch manchmal solche Dinge raus, womit man eigentlich gar nicht rechnet. Spiel gedreht. Schön gespielt. Über Talisca auch wieder der Platz in der Mitte. Da hätte Kulusewski vielleicht auch nochmal den Ball bekommen können. Aber Chiesa, der macht das mit all seiner Selbstverständlichkeit, mit all seiner Klasse. Netzt er den ein. Zum 2-1. Auch schon sein 10. Saisontor. Ja, Vlahovic hat die anderen gemacht. Und Lukaku natürlich auch. Aufgepasst. Nächstes Ding.
Wir haben hier wirklich keine Sekunde Pause. Das geht hin und her. Also dafür heute das Geld auszugeben, hat sich gelohnt für die Zuschauer. Das ist ja Wahnsinn. Mit was für ein Affentempo hier beide Mannschaften spielen. Und wie viele Tore schon gefallen sind. Ludovic Ajorc. Mit dem erneuten Ausgleich. Nach einer Ecke. Auch gut getreten mit viel Schnitt. Auch da ist halt niemand da. Da steht keiner. Der braucht eigentlich eine feste Zuteilung. Da muss entweder ein Dicker hin oder Bremer. Aber dass da gar keiner ist, das ist ja vogelwild. Da verteidigen wir sogar besser. Oder haben besser verteidigt. Ich habe jetzt aufgehört. Aber das geht ja gar nicht. Am Fünfer, dass da gar keiner steht. Weder Pogba noch Bremer. Selbst ein Lukaku hätte da auch mit hingehen können. Ich ahne schon, das wird so ein 4-4-Ding. Wie zum Auftakt hier gegen den AC Mailand. Ey, das ist ja Wahnsinn. Wie wir die Tore schießen und wie einfach wir die natürlich auch hinten reinbekommen. Aber Bergamo erwischt uns halt heute wieder an einem wunden Punkt und zeigt uns halt auch unsere Schwächen auf. Und das muss die nächste gelbe Karte geben. Diesmal ist es Alvarez. Also, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Jetzt haben, glaube ich, alle Offensivkräfte und ein Dombele die gelbe Karte kassiert. Irgendwann muss ja mal ein Platzverweis her. Zur Not muss es dann halt auch mal über so einen Weg gehen. Kulusewski, wir haben ja auch viel Mann auch im Strafraum. Eine gute Strafraumpräsenz. Talisca. Das klappt ja dann auf der anderen Seite ganz gut. Apropos Eckball, vielleicht wir jetzt auch mal Kulusewski und Bremer. Ja, aber nicht so ganz gefährlich. Aber so Spiele machen hoffentlich Spaß. Auch zum Zugucken. Ich glaube, 4 Tore in 35 Minuten, das lässt sich schon gut sehen. Und immer wieder die unverhoffte Chance und die unverhoffte Hoffnung, dass wir den Laden irgendwie hinten doch ein bisschen dichter kriegen. Aber so bestimmt nicht. Die bleiben vorne wach. Die bleiben sehr, sehr aggressiv. Aber haben natürlich dann auch hinten ihre Lücken, weil wir mit 5 Mann vorne sind und die nur mit 3 in der Verteidigung. Kulusewski! 3-2. Und wieder Direktabnahme mit rechts. Auch ein bisschen Glück gehabt, dass Baumann den nicht mehr ganz so kriegt. Aber ihr seht, wir haben die Präsenz. Wir haben immer 3 Mann mindestens vorne im Strafraum. Die mit ihren 3 Verteidigern oder 4. Lukaku gibt den anderen gerade einen Kopfstoß irgendwie in eine Magengegend. Und Kulusewski, ja, danke, verdeckt von der Juve-Fahne. Aber wir haben es ja gesehen, Kulusewski, egal wie, rein, einfach rein, ins Tor. Und die dritte Führung. Beziehungsweise, nee, wir lagen ja zurück. Vielleicht kriegen wir ja, naja, ich sag's lieber nicht, wir machen einfach so weiter. Dürfte die nächste gelbe Karte geben. Nein, oh, diesmal lässt er stecken. Für De Roon, okay. Haben wir hier eine Verletzung? Nee, haben wir nicht, ne? Nee. Wir haben nur vorne sehr, sehr aggressive Gegner, die draufgehen. Da, wo es weh tut, wieder Alvarez, aber der hat schon gelb. Und so etwas wie Spielruhe oder so, das bekommt man hier heute gar nicht rein, weil die laufen einen immer so zu, dass du nicht mal 5 Minuten hast, um mal hier so ein bisschen die zu sortieren. Aber so ist es dann halt. Dann müssen wir das halt so heute machen. Dann müssen wir so mitgehen. Talisca, da wäre auch die Chance wieder größer gewesen. Kulusewski war mit dabei, Lukaku. Also es ist, wie gesagt, sehr viel Unfertiges bislang in der Saison. Und wir haben dann auch nur noch, in Anführungszeichen, 14 Spiele in der Liga, glaube ich. 13 oder 14 Spiele. Die Champions League kommt natürlich jetzt auch irgendwann wieder mit dazu. Das heißt, da könnten wir dann auch mal zusehen, dass wir so ein bisschen Stabilität reinkriegen. Wobei da geht es halt einfach nur darum, weiterzukommen. Wie ich da spiele, ist mir auch eigentlich scheißegal. Es sieht manchmal nicht schön aus. Ich weiß das, es ist auch sehr viel Krampf manchmal mit dabei, aber im Endeffekt zählen einfach nur die Ergebnisse. Hört sich wieder plump an, ich weiß, aber es ist so. Und wenn ich am Ende die Schale habe, oder beziehungsweise den Pokal, hier gibt es ja auch einen Meisterpokal und den Henkelpott, dann war es eine gute Saison. Dann fragt auch hinterher niemand mehr nach. Aber noch ist es nicht so weit. Noch müssen wir die Dinger hier festmachen. Talisca. Und jetzt Chiesa. Fallrückzieher. Jawohl, Lukaku.
Na, das wäre ein Ding gewesen. Fallrückzieher als Vorlage und dann, ja, vielleicht noch ein Scorpion-Kick. Hätte wenigstens schön ausgesehen. Aber gut, jetzt vielleicht. Kulusewski, wieder Chiesa. Der auch immer wieder an Kopfbälle rankommt, ey. Unglaublich. Da ist er wieder. Chiesa, Gravenberch mit rein. Und Pogba. Oh, unnötiger Ballverlust. Und jetzt wieder die Chance umzuschalten. Bergamo macht das, aber zu weit. Castells ist da. Ruhe reinbringen geht gar nicht. Wir müssen sofort diesen Schwung mitnehmen, wenn Bergamo noch unsortiert ist. Schöner Ball. Und mit nach hinten. Verteidigung muss stimmen. Fofana. Rohn weiß nicht so recht wohin. Und dann hätten wir den Ball so. Jetzt haben wir ihn abgefangen. 3 gegen 2 umschalten. Das können wir doch. Talisca. Nee, der hätte auf Chiesa kommen müssen. Achtung. Bergamo ist da. Spielt's aber super aus. Aber Bremer ist da. Vor Ajorg noch im letzten Moment. Im allerletzten Moment. Hochgeschwindigkeitsfußball. Also wenn ich jetzt auf meinen Tacho raufschaue, bestimmt 10.000 verbrannte Kalorien, ey. Wenn man so möchte. Gravenberch. Schön von Lukaku. Schade. Mehr nach innen hätte den Talisca bekommen. Und es geht auch schnell. Abseits unten. Jetzt nicht mehr. Lookman. Ndika und Bremer. Da muss auch wirklich jeder Handgriff sitzen. Oh Gott, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich eigentlich hin. Ist nochmal gut gegangen. So, nächste Chance. Bremer mal mit vorne. Davis auf der Außen. Bremer läuft durch. Ja, warum nicht? Warum hat er nicht auch eine Torbeteiligung? Davis. Und wieder ab nach hinten. Ja, momentan aber so eine Phase. Da können wir Bergamo gut vom Tor weghalten. Das kriegen wir dann jetzt auch hinten ein bisschen besser hin. Die laufen zwar immer noch an wie die Verrückten, aber die lassen halt auch hier, genau in dem Raum lassen sie immer die Lücken. Und dadurch ergeben sich halt auch unsere Chancen. Scalvini, das ist alles okay, sofern wir von unserem eigenen Tor weg sind. Das ist mir völlig egal. Nächste Chance, Talisca. Kulusewski hat den doch schon. Warum schießt er denn da nicht, ey? Verstehe ich nicht. So, nächste Chance. Ndika wehrt wieder ab. Oh, und dann dieser Fehlpass. Abseits. Drohn wäre auch im Abseits. Bremer ist da. Alaba. Oh, Ndika, was macht er denn da? Kein Foul, nein! Und dann gibt es den Elfer. Für Bergamo nach Foul von Ndika. Und wahrscheinlich noch die rote Karte. Ne. Das gibt die rote Karte für Ndika. Er wollte noch retten, was nicht mehr zu retten war, aber er hätte gar nicht hingehen müssen. Castells hatten doch gehabt. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Ja gut, dann müssen wir jetzt erst recht umstellen. Auch das kommt noch mit dazu, ey. Dann muss Lukaku raus, oder? Nee, ich würde Lukaku nochmal drin lassen. Dann machen wir das so. Und dann muss halt Gertruida rein. Oder? Warte mal, Alaba kann der auch Innenverteidiger? Der ist sogar als Innenverteidiger hier gelistet. Dann machen wir das so. Jetzt spielen wir am 4-2-3. Unglücklich. Auch wieder sehr unnötig. Wenn wir da einfach wegbleiben. Aber ich habe gedacht, ey, Ndika, bei Lookman war ich mir nicht sicher, ob der nicht doch noch rankommt. Na gut, also. Alvarez gegen Castells. Zu platziert. Unhaltbar. 3-3. Wieder ein absolut wildes Spiel. Verrückt. Viele Tore. Das sind so, glaube ich, die Stichworte, die man nennen kann, wenn man meine Karriere beschreiben müsste. Wild, kurios, sehr torreich. Ja, Castells war zwar in dem Eck, aber an einem guten Tag vielleicht, ja, kommt da ran, aber momentan haben wir leider nicht so viele gute Tage. Hört sich sehr makaber eigentlich an. Aber wenn man rein auf die Ergebnisse schaut, ist das halt echt nicht gut bislang in der Rückrunde. Wir können froh sein, dass wir in der Hinrunde wirklich, ja, eine gute Phase. Was ist das denn, um Gottes Willen? Das verstehe ich auch nicht. So ein Ball zum Beispiel, der darf nie da oben hingespielt werden. Aber trotzdem, wir machen weiter. Noch haben wir nicht das Ding aus der Hand gegeben. Chiesa vielleicht. Schafft er nicht nochmal Kulusewski? Ja, der Ball ist lang in der Luft. Und Davis
Kommt leider nicht ran, aber dafür Lukaku und Geertruida. Ja. Eher ungefährlich, eher Verzweiflung. Harteboff, der kommt für Scalvini. Und jetzt halt auch die Chance für Bergamo noch mal ein bisschen mehr zu riskieren, ne? Wenn die jetzt in Überzahl sind. Und vorne Chiesa, ich wollte eigentlich Viererkette machen. Na, ungefährlich. Wobei, selbst bei den Bällen bin ich mir gar nicht sicher, ob der nicht doch reingegangen wäre. So, komm, Viererkette. Weil da fehlt nämlich jetzt ein Innenverteidiger. Da fehlt uns jetzt leider ein Innenverteidiger. Aber vielleicht ergibt sich ja auch mit 10 Mann nochmal die Chance. Hier nochmal einen Last-Minute-Sieg für die Moral vielleicht zu holen, aber so nicht. Wir kriegen vorne keine Durchschlagskraft mehr. Jetzt müssen wir hinten wieder aufpassen. Alvarez gegen Davis, da sind wir da und müssen den auch zu Ende führen. Die gehen aber vorne drauf. Ist niemand da. Keine Anspielstation. Dann befreien wir uns halt so. Ganz souverän, ganz unaufgeregt. Und jetzt nochmal die Chance. Kulusewski oben. Ja, wir haben abseits gewesen. Und wieder in die Verteidigung. Bremer ist da. Geertruida und das wird wahrscheinlich das Endergebnis sein, oder? Vielleicht nochmal eine allerletzte Chance. Kulusewski gegen Marasch. Unten läuft Chiesa ein oder auch nicht. Nee, der ist zu lang, der ist ungefährlich. Und somit bleibt es vom Unentschieden. Nächstes torreiches Unentschieden nach dem 2-2 gegen den AC Mailand. Jetzt 3-3 gegen Bergamo zu Hause. Ndika müssen wir ersetzt bekommen. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig, ne? Also so, was passiert vom Geschehen her? Die Boulevardzeitung, die Gazzetta dello Sport, die hat jeden Tag was zu schreiben über Juve. Es wird echt nicht langweilig und es wird auch nicht ruhiger. Es hat wieder eigentlich alles für uns gesprochen. Inter spielt sogar auch nur 3-3. Also da hätten wir auch wieder ein großes Punktepolster haben können. 7 Punkte. So spielen wir leider nur unentschieden. Neapel gewinnt, ist wieder 5 Punkte dran. Rom ist auch nur 6 Punkte weg. Wir machen uns das Ganze selber kaputt. Wir haben schon eine 8 Remis. Und Inter hat 10. Wir können echt froh sein, dass die mehr Unentschieden haben. Bislang noch. Rom auch. Die haben 11 Unentschieden gespielt, du liebe Zeit. Das ist doch auch nicht normal. Ndika hat für ein Spiel gesperrt. Und der Hut geht mir langsam auch so ein bisschen auf den Sack. Aber gut, wir kriegen es ja auch so nicht hin. Es ist ja auch sehr berechtigt, ne, dass er sagt, ach, warum darf ich jetzt nicht mal spielen? Irgendwie kriegen wir es ja doch nicht hin. So, jetzt kommt eine ganz entscheidende Woche. Jetzt haben wir Sassuolo und Marseille im Hinspiel. Ich weiß nicht wie, aber wir müssen es irgendwie hinkriegen. Wie gesagt, in der Champions League ist mir das mittlerweile echt egal, wie wir das hier gewinnen. Oder wie wir das Ganze gestalten. Hauptsache, wir kommen einfach nach Hin- und Rückspiel weiter. Das ist halt das, was ich möchte und auf das, was ich hoffe. Und das ist halt, wie gesagt, die Tabelle. 4 Punkte, 5 Punkte, 6 Punkte. Die Plätze 1 bis 5, das ist wirklich hoch spannend, weil wir halt auch so unkonstant spielen. Das ist es halt. Wir können ja mal auf den Kalender kurz gucken, ja? Wollen wir mal? Hier, einen kurzen Blick auf den Kalender. Wir nehmen jetzt auch nur die Rückrunde mit rein. Also es hat ja quasi angefangen ab Genua, glaube ich, ne? Da hat es angefangen, oder? Oder Lecce. Ne, das war noch das letzte Spiel der Hinrunde. So, Niederlage, Unentschieden. Dann haben wir einen Sieg gehabt gegen Florenz. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht haben wir es ja mal so ein bisschen kapiert. Dann kam die Pokalniederlage. Jetzt haben wir 2 hohe Unentschieden. Es ist alles noch im Rahmen. Wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir haben 4 Punkte Vorsprung. Aber wir müssen halt auch irgendwann mal zusehen, dass wir wieder Spiele auch mal mehrmals hintereinander gewinnen. Weil irgendwann wird Inter oder Neapel auch noch mal eine Serie vielleicht starten. Und wir spielen ja auch noch gegen die. Wir haben ja auch noch das Vergnügen, sowohl gegen Inter als auch gegen Neapel spielen zu müssen. Hier haben wir Inter. Und Neapel haben wir hier auch relativ zum Schluss eher. Ja, ist der vorletzte Spieltag. Da könnte es also auch nochmal heiß werden, was so Meisterschaft und so weiter angeht. Also es wird, wie gesagt, nicht langweilig. Die Boulevardzeitung hätte ihren Spaß an der jetzigen Juve-Mannschaft. Von daher machen wir weiter. Wir versuchen wieder unser Glück bei Sassuolo. Und ich hoffe auch da wieder auf ein besseres Spiel. Ich gebe auf jeden Fall wieder alles. Macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Ciao, ciao.